Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal was war das am Wochenende, letzte Woche? Ne, letzte Woche glaube ich, Ende letzter Woche, so die Richtung, ja doch, Richtung Wochenende, ist von Alpha Matrix mein Paket eingetrudelt und zwar mit der neuen Front 242 Live LP zu der Abschiedstour. Ja, hat die eigentlich einen Namen? Muss ich mal kurz gucken. Das Ding heißt Blackout. Blackout, genau. Ich glaube, so hieß auch die Tür. Die Tour, nicht die Tür. Ja, das Teil ist ganz neu raus. Ich habe ein Special Package natürlich gekauft, weil mein Ziel im Leben ist es, alle Front 242 Platten, die auf Vinyl sind, zu haben. Und da brauchte ich natürlich die und ich brauchte natürlich beide Versionen, die rausgekommen sind. Und bevor wir in diese beiden wunderschönen Versionen reingucken, weil die sind auch noch unterschiedlich, nicht nur im Vinyl, da gucken wir uns erstmal die Goodies an, die dabei waren, weil da kriegt man nämlich einiges Cooles dazu. Nicht wundern, dass ich heute so einen Plüschuntergrund habe, aber die Platten sind matt schwarz und glänzend schwarz. Das habe ich schon den Unterschied zu der anderen verraten. Deswegen, ich muss die ein bisschen schützen, dass die nicht irgendwelche Spuren kriegen. Kommen wir aber zu den Goodies. Wir fangen erstmal mit den nicht so coolen Sachen an, obwohl es auch witzig ist. Wir bekommen von Alpha Matrix einen Sampler dazu. Und zwar die Sounds from the Matrix 25, dann die 26 und die 27. Da sind verschiedene Bands drauf aus dem Bereich EBM, Synthpop, Electronic, alles so in der Richtung. Ja, mit zum anderen, was haben wir da für Bands? Die meisten kenne ich nicht, muss ich gestehen. Davon kenne ich so gut wie gar nichts. Also wir haben auf jeden Fall Bands drauf, die auch so eine Richtung machen. Ich habe leider keinen CD-Spieler mehr momentan, kann das nicht hören. Deswegen zeige ich euch die hier auch original verschweißt. Ich mache die erstmal nicht auf. Das ist die Front 242 Blackout in der CD-Variante. Ein richtig dickes Teil. Sieht auch richtig gut aus. Wir bekommen Recovery for You 2 Tribute to Front 242. Hier sind verschiedene Bands drauf, die ja, Front 242 Songs gecovert haben. Und ja, ziemlich geil, wie ich finde. Leider, wie gesagt, ich habe keinen CD-Player momentan, sonst würde ich tatsächlich mal reinhören. Lasse ich auch erstmal noch zu, bevor ich den öffne irgendwann mal. Und das war's noch nicht. Wir bekommen eine Tüte, also so ein Jutebeutel mit dem 242-Logo. Auch richtig cool. Ich mag das. Ich habe jetzt schon mehrere Jutebeutel von Front 242. Dann das Highlight, wie ich finde, ist die Armbinde. Natürlich, muss man echt mal sagen, die Blitzbirne, die entschieden hat, dass man einen weißen Klett auf eine schwarze Binde macht, den sollte man sofort entlassen. Auf jeden Fall haben wir hier 242, die Armbinde. Ich meine, wie geil. Man muss es mal echt mal sagen, ich liebe dieses 242-Logo. Ich finde das einfach absolut cool, für mich das beste Band-Logo irgendwie überhaupt. Ich mag das alte noch lieber, diese normale 242, so in der Richtung hier, wo das Front so davor steht. Aber auch diese Variante, dass man das einfach drehen kann und man hat immer dasselbe Logo, ist so cool. Und ja, eine Armbinde, früher in meiner Jugendzeit, die alten Armbinden mit dem alten Logo, ich hätte es geliebt, die hatten die immer an auf der Bühne. Ich fand das so cool mit ihren komischen Fliegeranzügen, ihren Sonnenbrillen und diesen Armbinden Front sind einfach Kult. Und wir bekommen nämlich hier zwei Coaster und die sind aus Silikon, finde ich wirklich cool. Auch mit dem 242-Logo drauf, mit dem aktuellen. Mag ich sehr, sehr gerne, dass man da so Goodies dazu bekommen hat. Das ist wirklich ja, eine feine Sache für mich als Front-Fan. Ich liebe alles, wo Front drauf gedruckt ist. Oder die 242. Genau wie ich das KISS-Logo liebe, wenn es irgendwo drauf gedruckt ist. Dann kommen wir zur Scheibe. Hochglanzcover, ich habe es gesagt. Hinten drauf ein Foto der Band. Wir sehen hier die Songs What You Hear Is What You Get, Moldavia, Body to Body, Don't Crash, Operating Tracks, Generator, Quite Unusual, Commando Mix, Hide and Seek, Red Team, Take One, Master Hit, mein absoluter Lieblingslied der Band.
mein absoluter Lieblingslied der Band. Mein absolutes Lieblingslied der Band. Heute habe ich irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten. Tragedy for You, Fix It, Welcome to Paradise, Happiness, Headhunter, Funkaduffy, Punish Your Machine und Gripped by Fear. Geile Songauswahl, muss man sagen. Ich bereue es bis heute, dass ich damals nicht hin konnte, weil ich beim Arch Enemy Meet and Greet war und leider nicht zum Konzert konnte. Ärgert mich total bei der Abschiedstour in Hamburg, aber was soll's. Hier cooles Bild. Ich meine, die stehen irgendwo einfach in der Ebbe rum, da hinten ist irgendein Turm, die haben irgendwie komische Sachen an und es sieht einfach cool aus, was soll man sagen. Es ist Front. Die sind einfach echt einfallsreich und haben immer irgendwie geile Cover, geile Platten, passt zur Mucke. Ich liebe die Jungs einfach, es ist einfach eine geniale Band, kann man nicht anders sagen. Holen wir hier mal die Innenhülle raus und da sehen wir dann Live-Shots von der letzten Tour. Leider auch die Stimme von Jean-Luc de Meyer nicht mehr ganz auf dem Höhepunkt zu dieser letzten Tour. Ja, was soll's. Trotzdem cool. Ich habe mir Videos angeguckt, das ganze Konzert einmal durchgeguckt von dieser Abschiedstour. Einfach geil. Und wir bekommen hier ein Clear-Vinyl mit dem 242-Logo. Und das Beste ist wirklich, achtet jetzt bitte da drauf. Hier haben wir Seite 1. Da ist die 1 mit dem Logo gemacht. Dann haben wir Seite 2. Geht natürlich noch weiter, weil es ist eine Doppelvinyl. Bevor wir uns die Scheibe angucken, hier nochmal ein schönes Bild der Band. Ein paar Danksagungen unten. Richtig nice. Dann hier auch nochmal 2 Bilder live. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Scheibe. Und da sieht man dann ganz schön Seite 3 und Seite 4. Ich finde es super cool gemacht. Die Scheibe ist so ein bisschen milchig. Ich weiß gar nicht, ob das ist. Das wird kein Glow in the Dark sein, oder? Kein Schimmer. Sie ist auf jeden Fall nicht durchsichtig. Ein bisschen milchig. Und ja, das ist die erste Version. Die Innenhüllen sind so schön matt gemacht. Das Cover außen ist glänzend. Und dann kommen wir zur Special Edition gleich von dem Ganzen. Und da habe ich tatsächlich noch eins der Goodies vergessen, weil wir kriegen auch noch ein schönes Foto dazu. So ein dickes Pappbild. Das hatte ich nämlich mit in die Platte gepackt, damit es schön gerade bleibt. Ja, das kriegen wir auch noch dazu. Richtig genial. Cooles Motiv. Sieht gut aus. Ja, dann kommen wir zum Highlight. Die matte Special Edition mit dem glänzenden 242-Logo und den glänzenden Köpfen. Sehr, sehr cool gemacht. Auch hinten das Bild glänzend drauf, die Hülle ist matt. Innen drin bekommen wir hier dieses Bild mit den glänzenden Button hier an der Seite und dann haben wir dieselben Innenhüllen, aber wir bekommen hier eine andere Vinylfarbe. Wo ist denn der Eingang? Da. Und zwar haben wir hier, einmal ich drehe mal auf die 242-Seite, dann sieht es cool aus, haben wir hier ein lila Vinyl, beide Scheiben. Zweite brauche ich euch jetzt nicht zeigen, da sind nur die Label, genau wie beim anderen mit der 3 und der 4. Ich finde es mega schöne Version. Cooles Konzert, Soundqualität ist gut. Habt da schon die ersten beiden Scheiben gehört. Richtig geiles Ding. Wer die Chance hat, holt sie euch. Bei Alpha Matrix bekommt ihr die, wahrscheinlich auch noch bei anderen Händlern. Keine Ahnung, wo man die noch kaufen kann. Natürlich die limitierte wird es in der Form nicht mehr geben. Ja, das war mein kleines Video zu Front 242 Blackout. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hole mal alle die beiden hier nebeneinander. Kann man vielleicht ein bisschen erkennen, den Unterschied zwischen glänzend und matt. Genial. Ich liebe es, wenn von Front 242 immer noch was rauskommt. Ich hoffe, das geht auch noch so weiter. Gerne können die auch Special Editionen von 30, 40, 50, 80 Jahre Front 242 machen. Ich würde es kaufen. Ich liebe die Band. Eine der absolut besten Elektrobands der Welt und für mich auch ja, sehr prägend gewesen in allem, was ich so gemacht habe, ähnlich wie bei Pitchfork und so. Ich habe es einfach ja, geliebt, aufgesogen und wirklich gefeiert, die Band, bis heute. Die Pitchfork-Platten zeige ich euch noch, wer jetzt hier auf meinem Kanal an EBM und Synthpop interessiert ist. Die kommen, ich wollte die erstmal vorziehen, weil die bedeuten mir noch ein bisschen mehr als Pitchfork-Platten. Und
Ja, die Pitchfork-Platten zeige ich euch noch, aber das hier musste vorgezogen werden. Aktuelles Thema, neue Front. Daumen nach oben für das Teil. Holt sie euch, wer auf sowas Bock hat. So, jetzt bin ich raus. Lasst einen Kommentar da, ein Abo und einen Daumen nach oben fürs Video natürlich. Das würde mich freuen. Am Wochenende geht es natürlich wie gewohnt weiter. Da wird es dann, ich versuche mal 2 Videos zu machen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Heute ist ja erst Mittwoch. Vielleicht gibt es eins am Freitag, eins am Sonntag. Auf jeden Fall. Bis dahin. Keep on rockin'. Tschüss.